Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das sagt ein altes, nein, kein fränkisches Sprichwort, ein altes chinesisches Sprichwort. Und mit der Aufnahme Ihres Studiums haben Sie jetzt auch genau diesen Schritt auf Ihrer Reise unternommen. Das Reiseziel ist definiert, vielleicht auch noch nicht ganz definiert. Der Reiseplan ist erstellt, für die einen vielleicht für die nächsten Jahre, für die anderen zumindest für die nächsten Monate. Manch eine oder manch einer von Ihnen wird vielleicht nochmal umbuchen, das Reiseziel ändern, um bei diesem Bild zu bleiben. Aber vielleicht werden auch einige die Reise abbrechen. Und das gehört ja auch alles irgendwie zum Reisen dazu. Und Reisen, um jetzt bei Ihnen zu bleiben, ist natürlich auch beim Studium ähnlich gelagert. Wir wissen auch nicht vom ersten Tag an, haben wir uns fürs richtige Studium entschieden. Ist es schlimm, nochmal das Studienfach zu wechseln? Ist es schlimm, überhaupt dann irgendwann nicht mehr weiter zu studieren? Entscheidend ist, finde ich, den Mut zu finden, einen Anfang zu wagen, sich überhaupt erstmal auf diesen Weg zu begeben, ohne tatsächlich zu 100% sicher sein zu können, ob man auch ankommt oder ob da, wo man ankommt, auch der Ort ist, an dem man tatsächlich ankommen möchte. Das heißt, jeder Schritt in Richtung Zukunft ist erstmal ein Wagnis. Das gilt für die Aufnahme Ihres Studiums, lässt sich natürlich aber auch auf jeden anderen Lebensbereich übertragen. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz gerne zu Beginn Ihres Studiums mit auf den Weg geben, mutig zu sein, sich auszuprobieren, Neues zu wagen, sich nicht links und rechts von den ganzen Miesmachern und Bedenkenträgern aufhalten lassen, von Rückschlägen sich nicht entmutigen zu lassen, die gehören auch dazu. Und deswegen in diesem Fall vielleicht eher die Chancen zu sehen, zu wissen, was man vielleicht auch in Zukunft nicht möchte und es gar nicht so wahnsinnig als Scheitern zu interpretieren, sondern es ist eine Erfahrung, die man dann eben gemacht hat. Verfolgen Sie die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, aber auch nicht um jeden Preis, also nicht irgendwas zu beenden, was gar nicht sein muss. Bei mir war das immer so, dass ich früher dachte, ich muss jedes Buch, was ich angefangen habe, auch zu Ende lesen und habe mich innerlich dazu verpflichtet gefühlt, bis einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, nämlich mein Papa, gesagt hat, du wirst es nie in deinem ganzen Leben schaffen, jedes einzelne Buch, was du lesen möchtest, auch zu lesen, also zwing dich nicht, schlechte Bücher zu lesen. Und ich glaube, dasselbe ist es auch mit solchen Entscheidungen. Und das gilt übrigens auch für schlechtes Essen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal viel Erfolg bei Ihrem Studium, alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg und bei allem Streben nach einem erfolgreichen Abschluss wünsche ich Ihnen auch Gelegenheit, Ihre Studienzeit einfach nur zu genießen. Es ist tatsächlich ein ganz einzigartiger Abschnitt im Leben und ich möchte jetzt nicht zurück in die Kindergartenzeit oder in die Gymnasialzeit, aber noch mal so ein paar Semester studieren, hätte ich auch wirklich Riesenlust dazu. Also insofern, selbst wenn man ein Büro im Kanzleramt hat, beneidet man jeden, der jetzt noch mal studieren darf. Alles Liebe, alles Gute, Gottes Segen.